So, auf geht's. Es ist 9 Uhr und wir brechen jetzt mal auf von unserem Hotel. Das war aber gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Es war sehr einfach ausgestattet, aber das ist klar für den Preis. Oh, ich habe auch relativ gut geschlafen. Frühstück war klein, aber auch okay. Ja, alles gut. Jetzt gleich wieder zurück auf den TED-Abschnitt Nummer 2. Ja, und ich denke mal, heute wird der letzte Tag auf dem TED werden. Ich werde noch so weit nach Norden fahren, wie es geht. Das, glaube ich, sind ungefähr 120 Kilometer noch. Ist doch noch ein ganz schönes Stück. Und dann macht es keinen Sinn mehr, dem weiter zu folgen, weil ich dann zu weit nach Westen komme. Und dann mal schauen, ob ich eventuell dann morgen dann Richtung Heimat fahre. Das müsste ich dann an einem Tag schaffen, wenn ich über Landstraße fahre. Gut. So, nach 10 Kilometern sind wir wieder auf dem TED. Wie man sieht, ist die Sonne draußen. Wir haben vielleicht 13 Grad. Auch gestern war es nicht besonders warm, vielleicht so um die 20 Grad. Ich habe den ganzen Tag meine Jacke nicht ausgezogen und hatte auch immer noch von morgens die lange Funktionsunterwäsche an. Wenn man so den Windchill hat während der Fahrt, braucht man im Prinzip die Sachen auch nicht ausziehen. Zum Fahren ist es wirklich sehr angenehm, wobei ich auch nichts dagegen habe, wenn es richtig heiß ist. Solange ich genug zu trinken dabei habe, macht mir das nichts aus. Ja, aber so ist auch sehr schön. Oh, schön entspannt. Ich habe immer noch irgendwie einen vollen Magen vom Frühstück und muss natürlich jetzt erstmal wieder warm werden und gelenkig in den Knochen. Das Gras ist auch immer noch nass. Habe ich heute gemerkt, das Motorrad stand draußen in so einem Innenhof und war komplett nass durch das Tau oder die Luftfeuchtigkeit. Und dementsprechend hat man das natürlich auch hier auf der Wiese. Das dauert relativ lange, wahrscheinlich bis heute Nachmittag, bis die Nässe aus der Wiese rausgeht. Deswegen schön locker. Keine dummen Aktionen am frühen Morgen. So, jetzt geht's hier das erste Stück durch den Wald. Ja. Na, ist da im Baumweg oder was ist das da? Nee, da geht's einen Weg lang. Da können wir durchfahren. Okay. Okay. Upsa. Und hier geht's weiter.
Sehr schönes Waldstück hier. Schön kühl. Entspannt. Herrlich. Kann man alles noch schön im zweiten Gang. Schön locker fahren. Entspannt. Ganz niedrige Drehzahl. Ups, ist das schon ein bisschen? Die letzten paar Kilometer waren jetzt durch eine größere Stadt. Désigé heißt die. Da sind wir einige Zeit Asphalt gefahren und jetzt sind wir wieder aus der Stadt raus und jetzt geht es hier schon wieder weiter auf Schotter. Ich habe jetzt 43 Kilometer gefahren seit meinem Hotel. Ja, ungefähr knapp 1,5 Stunden bin ich unterwegs. Ich muss irgendwann mal schauen, dass ich bald mal wieder eine Pause mache. Ah, hier geht es mal wieder schön in den Wald. Bevor wir allerdings hier eine kleine Pause einlegen können, müssen wir erstmal aus diesem Waldgebiet raus. Was gar nicht mal so einfach ist. Irgendwie tränen mir die Augen den ganzen Morgen. Also entweder sind die aus irgendeinem Grunde empfindlicher heute oder es liegt an der Luft. Normalerweise tränen meine Augen nicht so schnell. Ja. So, hier haben wir einen schönen Rastplatz. Das ist, glaube ich, nach meinem Geschmack hier. Für eine kurze Pause. Sehr schön. So, weiter geht's. Kleine Pause. Ich fühle mich schon gestärkt. Ich habe meine Jacke ausgezogen. Und weiter geht's. Also, der TED
geht jetzt hier noch, solange ich fahre, also solange ich ihn fahre, ungefähr noch 57 Kilometer. Und dann werden wir langsam Richtung Nordosten abdrehen, über die Landstraße. Temperaturen sind ungefähr 20 Grad, sehr angenehm jetzt. Sehr schön. So, hier ist wieder so ein Bauernhof. Kurz hier durch. Ja. Ja, man sollte vielleicht auch noch hier drüber gehen. Ja. Oh, und weiter geht's. Ja. So, da sind wir. Sehr schönes Waldstück hier. Ein bisschen Schlamm überall. Und durchaus ein bisschen aufpassen. Okay. Wo wir hier am besten durchfahren. Okay. Ui. Okay.
Okay. Oh, Junge. Da ist ja Bass gestürzt wegen diesem Scheiß. Boah, Junge. Stellt mich aber bedämlich an hier irgendwie. Die Passagen. Ja, okay. Oh, okay. Ist das der richtige Weg? Oh, irgendwie nicht. Es geht hier im Wald weiter. Okay. Mal gucken. Normalerweise müsste der hier auf den Weg treffen. Mal gucken. Ich glaube, das ist der richtige. Oder? Ja. Das ist der richtige Pfad. Mal lieber den Dreckshaufen umfahren. Ah. Schön konzentrieren hier. Neben dem Schlamm haben wir aber auch ein paar harte Spurrillen. Durchaus noch schlammig hier und rutschig. Nicht alles hart. Ah, schon wieder falsch. Verdammt. Hätten wir schon wieder abgebogen sein müssen, ja. Hier geht's weiter. Oh. Netter Trail. Zwar etwas undurchsichtig, wo es hier immer lang geht, aber geradeaus. Ja. Dann geht es vorne wieder auf die Straße zurück. Ja. Ja. Okay. Rechts geht's lang. Na, nicht zu übermotiviert hier durchfahren. Könnte man, aber mache ich nicht. Oh, ja. Spuren.
gibt es doch so einige interessante Waldwege hier. Ah. Okay. Alter, so schnell kann es verdammt nochmal gehen. Einmal in diese Dreckslücke. Puh. Gott nochmal, Alter. Scheiß Spurrillenharte. Zum Glück nichts verletzt hier. Sowas kann echt mal dämliche Verletzungen geben, Alter. Verdammt nochmal. Puh. Direkt schon wieder hier die versteckten Spurrillen. Kein Stress hier. Jo, genau. Diese Dinger meine ich. Oh. Diese verdammten Kuhpfade. Puh. Keine Chance, dass du da mit dem Vorderrad drüber kommst. Einfach zu hoch. So, 13 Kilometer sind es jetzt noch auf dem TED. Das sind immer nur so kürzere Stücken. Ups. Oh, Junge. Wo geht's denn hier lang? Links oder rechts? Rechts. Ui, okay. Immer mal wieder irgendwelche Überraschungen. Das ist ein bisschen schmierig. Okay. Aha. Oh, das ist schon wieder so ein Kuhpfad. Mit Spurrillen. Aha. Okay.
Wieder Spurrillen. Oh fuck, jetzt wird's eng. Oh, je. Da war ein ganz schönes Loch. Ist immer so die Frage, was ist denn besser, sitzen oder stehen? Teilweise hat beides seinen Vorteil, je nach Situation. Ja. Richtung stimmt einigermaßen. Ja. Und wieder auf der Landstraße. Ah, ist ja schön hier. Das war doch noch mal ein schönes Stückchen. Sehr schön. Hat mir gut gefallen. Ich habe jetzt schon wieder 50 Kilometer gefahren. Seit dem letzten Stopp an diesem kleinen Fluss. Weitluft ist schon schön. Ja. Upsa. Schon wieder ganz eng hier an der Seite. Boah. Vor die Hecke.
Na, was ist das hier? Sackgasse? Nee. Passt schon. Oh, hier schon wieder so ein Drecksloch. Oh, da sollte man nicht in der falschen Spur stecken. Da ist die Mittelspur meistens die bessere. Hier geht es nochmal nach links. Und dann. Okay. Vermutlich hier lang. Ja. Hier geht es aber auch nicht bergab. Messer mit dem ersten. Ui. Nicht hier in diese Lücke rein. Aha, etwas Geröll mal wieder. Zur Abwechslung. Okay. Ui. Ui, ja, nicht so schnell. Ja. Und nochmal ordentlich den Berg hoch hier. Ja. Boah. Rallye-Style. Geht auch. Ja, upsa. Und es geht immer noch weiter hoch. Immer noch. Wow, und oben. Ja. Hey. Ja, nicht zu schnell. Nicht übermütig werden. Hier. Man merkt irgendwie, es ist über 500 Meter. Wir bekommen wieder mehr Geröll. Und es wird anspruchsvoller. Oh. Hier kommt ordentlich Geröll.
Eieiei. Richtig. Geht's wieder ab hier. Okay. Single Trail. Oh. Ah ja. Ich glaube, mit der Brücke ist mir doch ein bisschen zu riskant. Ein kleiner Fehler und dann stürzt ich von da unten runter. Das kommt nicht so gut. Fahren wir doch lieber hier durchs Flussbett. Oder? Jo. Geschafft. Ah, hier kommt noch mal was. Heieiei. Kommt zu guter Letzt aber hier noch mal was so. Nicht ohne. Okay. Was haben wir denn hier für einen Brocken? Boah, Junge. Mädchen. Ui. Hoch mit dir. Ja. Andere Seite. Okay. Aber lieber drüber. Lieber da lang. Ja, komm. Andere Seite. Oh, da war sie. Weit raus. Eieiei. Junge. Da war es das aber. Jo, da sind wir den letzten Part hochgefahren. Kurz bevor ich auf die Landstraße jetzt abbiege. Es war nochmal eine richtig geile Passage. Hat echt Spaß gemacht. Jo, jetzt erstmal was trinken. Kleines Päuschen und dann geht's ab. So, 677 Kilometer bis nach Hause. Ja, es ist schon etwas mehr als eine Ganztagesetappe über die Landstraße. Aber ich mache mir jetzt keinen Stress. Ich fahre jetzt noch ein paar Stunden, solange ich Lust habe. Und dann werde ich mir irgendwo noch einen Übernachtungsplatz suchen. Und mal schauen, wo ich dann die Nacht verbringe. Ja, so sieht's aus.
ich habe hier zufällig mal jetzt eine Waschstraße entdeckt und ich sag mal, macht schon Sinn, die Maschine mal sauber zu machen. Ich habe normalerweise jetzt kein Offroad mehr fahren. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ob das ein ganzes Klo wird. Länger müsste noch machen. So, auf geht's. Etwas sauberer. Natürlich ist die Maschine jetzt nicht komplett sauber, aber zumindest habe ich jetzt mal ein bisschen was von diesem groben Dreck und Schlamm entfernt. Macht auf jeden Fall Sinn. Zu Hause werde ich sie dann nochmal richtig waschen, ist klar. Aber weiter geht's. Wie spät haben wir es? Um 14:30 Uhr, ja. Wir haben noch reichlich Zeit. Mal schauen, wie lange wir noch fahren. Ich bin ungefähr 40 Kilometer jetzt gefahren seit meinem Ausstieg aus dem TED. Sehr schöne Orte hier, muss man sagen. Einsam, verschlafen. Also langsam kriege ich irgendwie ein bisschen Hunger. Ist wirklich jetzt die Frage, ob ich entweder irgendwo anhalte, mir selber noch mal was mache. Ich habe ja noch ein paar Nudeln, könnte ich mir kochen. Und Pesto. Hier war ja wieder ein schöner Platz da. Oder ich esse irgendwas unterwegs, wenn möglich. Ist auch wieder ein sehr schön gelegenes Städtchen hier. Diese Kirchen und Klöster gibt es richtig schöne überall. Muss man schon sagen. Okay, mal gucken. Es ist schon etwas größer hier, das Ganze. Ich wäre jetzt auch nicht abgeneigt, irgendwo was essen zu gehen. Das Problem ist aber wahrscheinlich, dass es wieder genau diese Uhrzeit ist, wo Restaurants zu haben. Das sieht schon recht ausgestorben aus dafür, dass es mitten in der Woche ist. Sehr verschlafen. Da haben doch gerade meine geübten Augen ein McDonald's-Schild entdeckt. Und ich habe jetzt schon Bock, was zu essen bei McDonald's. Ach, mal gucken. Ich hoffe, der Laden hat auch auf. So, da sind wir. Na, und? Er sieht so ausgestorben aus, der Laden. Gibt's doch nicht. Was ist denn da los? Entweder ist er zu oder hier ist einfach keiner um die Zeit. Nee, ist nicht so. Wollte schon sagen. Ach, okay. Nachdem wir jetzt unserem Magen was Gutes getan haben, tun wir jetzt auch dem Moped was Gutes, also die Kette etwas sauber machen und einsprayen, damit das Ganze nicht so trocken ist.
Und dann machen wir uns langsam wieder auf den Weg. So, auf geht's. Bei McDonald's waren wir, ein bisschen was gegessen und auch noch getankt. 573 Kilometer sind es bis nach Hause. Ich glaube, beim nächsten Stopp muss ich mal die Kette einschmieren. Die ist ganz schön trocken jetzt. Vor allen Dingen jetzt auch noch mal nach dem Waschen. Okay, aber das machen wir beim nächsten Mal. Puh, auf geht's. So, wir sind jetzt gerade durch Troyes gefahren, beziehungsweise sind immer noch drin. Das ist schon eine relativ große Stadt hier. Den schlimmsten Berufsverkehr habe ich, glaube ich, jetzt schon hinter mir. Bin jetzt schon wieder ein bisschen weiter außerhalb. Ja, wir haben kurz nach 5. Ah ja, bin ganz schön platt irgendwie. Mal schauen, wie lange wir heute noch fahren. Bald muss ich aber schon mal Ausschau halten nach einem Schlafplatz irgendwo, wenn ich wieder aus der Stadt raus bin. Also langsam macht sich schon die Müdigkeit bemerkbar. War doch echt ein langer Tag, muss man sagen. Steckt mir jetzt schon in den Knochen. Wir haben jetzt gleich 10 nach 6. Diese Innenstädte sind echt schön hier. Was die für mächtige Kirchen und Kathedralen haben, ist unglaublich. So, jetzt wird es Zeit, einen Schlafplatz zu suchen. Wir haben jetzt 18:45 Uhr. Boah, ich bin ganz schön platt. Ich werde mal gleich links in so einen Feldweg reinfahren und hoffe, dass die Baumkuppe, die ich da hinten sehe, was ist. Boah, dann ist die Sonne auch noch nicht ganz unten. Ja, und ich kann vielleicht die Sonne noch ein bisschen genießen. Ich hoffe mal, der Schlafplatz ist vernünftig. Puh, meine Güte. Das ist wirklich eine schöne Abendsonne, muss man sagen, ja. Wird aber trotzdem langsam Zeit. Also da ist eine Baumreihe. Ziemlich einsam. Ich hoffe mal, es könnte was sein für mich. Der Weg sieht schon mal vielversprechend aus. Ich fahre mal hinten rum. Bäume gibt es auch. Hier in der Mitte sah es ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich fahre trotzdem mal noch ein Stück höher. Hier finden wir bestimmt einen vernünftigen Platz zum Schlafen. Ist das denn hier eine kleine Hütte? Mal scouten hier. Was das hier ist. Ah, okay. Es könnte was sein, aber ich drehe wieder um. Hier, die bessere Zufahrt ist definitiv auf der anderen Seite. Genau. So, einsamer Feldweg. Also
Die Zufahrt hier ist nicht so schön, bei viele Dornbüsche, aber trotzdem machbar. Ich glaube, das ist okay für heute. Das passt schon. So, die letzten Meter des Tages. Ab hier rein. So. Das war's für heute. So, ich muss jetzt mein Lager so ein bisschen abtarnen. Es kann dann doch mal sein, dass vielleicht hier der Bauer noch mal hier lang fährt. Bin mir nicht ganz sicher. Da hinten ist immer noch einer auf dem Feld. Damit hier nicht so schnell gesehen wird. Ja, das müsste eigentlich so passen. Ja, boah. Jetzt kommt noch mal ordentlich die Sonne. Gut, puh, dann gucken wir mal, dass wir den restlichen Kram fürs Lager fertig machen. Was essen, was trinken und dann geht's ab ins Bett. Ja, meine lieben Freunde, mit diesem fantastischen Sonnenuntergang verabschiede ich mich für heute bei euch. Es gibt noch einen klitzekleinen Teil Nummer 12. Ja, man mag es kaum glauben, was für Material zusammengekommen ist auf dieser Reise. Ich werde euch im nächsten kleinen Video so ein paar meiner Eindrücke der vergangenen Tage mitteilen, was ich daraus gelernt habe, und vielleicht ist auch die ein oder andere Sache für euch dabei. Und ich denke, wir sehen uns in Teil 12. Bis dann, ciao.